Im heutigen Coffee Break reden wir über 5 Anlagestile, die immer wieder genannt werden, wenn es darum geht, in Aktien zu investieren. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Es gibt unendlich viele Arten, ein Aktienportfolio zusammenzustellen. Vielleicht hast du auch schon vom Value Investing oder vom Growth Investing gehört. Beides sind Anlageansätze, die zum sogenannten Style Investing gehören. Und es gibt noch mehr Anlagestile. Momentum, Low Volatility oder Dividendenstrategien. Die bekannteste Strategie ist wahrscheinlich Value Investing. Value Investing ist eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, unterbewertete Aktien auf dem Markt zu identifizieren und zu kaufen. Einer der wohl bekanntesten Investoren, der diese Strategie umgesetzt hat, ist der Warren Buffett. Das Konzept basiert auf der Annahme, dass einige Aktien unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt werden, also unterbewertet sind. Und Investoren, die auf diese Strategie setzen, suchen nach Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten. Das heisst, sie suchen Unternehmen mit einer gesunden Bilanz und ertragsstarken Erfolgsrechnung, die aber aus irgendwelchen Gründen vom Markt vernachlässigt werden. Solche Unternehmen zeichnen sich zum Beispiel aus durch stabile Umsätze, attraktive Gewinnmargen und eine tiefe Verschuldung. Und der Schlüssel zum Erfolg bei dem Value Investing liegt in der gründlichen Analyse und Bewertung des Unternehmens, um sicherzustellen, dass die Aktie tatsächlich vom Markt unterbewertet wird und nicht aufgrund von fundamentalen Problemen nur scheinbar günstig gehandelt wird. Ein zweiter Anlagestil heißt Growth Investing. In einem bestimmten Sinn ist Growth Investing das Gegenteil von Value Investing. Denn beim Growth Investing konzentriert man sich auf Unternehmen, die ein überdurchschnittlich starkes Wachstum für ihren Umsatz und Gewinn gezeigt haben. Und im Gegensatz zum Value Investing, das auf unterbewertete Aktien abzielt, suchen Growth-Investoren nach Unternehmen mit starkem Wachstum, selbst wenn die Aktien bereits zu einem höheren Preis gehandelt werden. Der Preis der Aktie ist dabei nebensächlich. Die Strategie basiert auf der Annahme, dass solche Unternehmen ihre Marktanteile noch weiter ausbauen und ihre Gewinne im Laufe der Zeit noch weiter steigern können, was schlussendlich der Aktienkurs nach oben treiben wird. Growth Investing führt häufig auf neue oder innovative Unternehmen in schnell wachsenden Sektoren wie Technologie, E-Commerce oder Biotech. Aber Wachstumsaktien kann es in jedem Sektor geben. Ein bekanntes Beispiel in der Vergangenheit ist der Solarzellenboom. Eine weitere bekannte Strategie ist Momentum Investing. Man redet auch von Trend Following. Sie basiert auf der Prämisse, dass Aktien, die in der Vergangenheit gut performt haben, das auch noch in der Zukunft, zumindest in der näheren Zukunft, machen werden. Und Verfechter von dieser Strategie kaufen Aktien mit Aufwärtstrend und verkaufen sie, sobald der Trend kehrt. Das Ziel ist, von der Fortsetzung von einem bestehenden Trend zu profitieren, bevor der Markt eine Korrektur vornimmt. Und so wie Growth-Strategien schauen auch Momentum-Strategien nur auf den Aktienpreis, nicht auf fundamentale Bilanz- und Ertragswert von Unternehmen. Momentum-Aktien wechseln aber ständig. Entsprechend erfordert diese Strategie auch ständiges Traden, was mit Transaktionskosten verbunden ist. Der vierte Anlagestil ist Low Volatility Investing. Diese Strategie zielt darauf ab, in Aktien oder Wertpapiere zu investieren, wo weniger Schwankungen, also weniger Volatilität im Vergleich zu anderen Aktien aufweisen. Low-Volatility-Aktientitel sind oft in Sektoren zu finden, wo weniger vom Wirtschaftszyklus abhängig sind, wie zum Beispiel Konsumgüter für den täglichen Bedarf. In einer Rezession verschiebst du vielleicht den Kauf von einem neuen Auto, aber Brot kaufst du trotzdem noch. Diese Unternehmen generieren in der Regel konstante Einnahmen, unabhängig von der Konjunktur, was ihre Aktien zu einer attraktiven Option für risikoaverse Investoren macht. Ein weiterer Anlagestil, den man oft sieht, sind Dividendenstrategien. Man redet auch von Dividend Investing. Dabei konzentriert man sich auf Aktien von Unternehmen, die mit grosser Regelmäßigkeit hohe Dividenden ausschütten. Diese Strategie wendet oft Investoren an, die an einem kontinuierlichen Einkommensstrom interessiert sind, ohne dass sie die Substanz anlangen müssen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man keine Aktien verkaufen muss und trotzdem passives Einkommen hat. Aber auch diese Strategie hat ihre Nachteile, denn man gibt einen Teil vom Renditepotenzial auf. Aber das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Und es gibt noch weitere Stile wie Large Caps oder Small Caps. Und bei all diesen Anlagestilen redet man auch von Factor Investing, weil man über die Faktoren
ein Portfolio weg vom Marktportfolio hin zu einem Anlagefaktor verschieben kann, also hin zu einem sogenannten Marktfaktor-Tilt. Aber welcher Anlagestil ist jetzt der beste? Eigentlich gar keiner. Denn als wohl populärste Anlagestrategie hat sich Index Investing bei immer mehr Anlegern durchgesetzt. Index Investing, zumindest wenn man einen marktgewichteten Index verwendet, ist agnostisch und macht keine solche Stilwette. Im Gegenteil, es wird in einen breiten Marktindex wie der S&P 500 oder der SMA investiert. Und die einzelnen Aktien werden entsprechend von ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Das hat mehrere Vorteile. Erstens, man partizipiert am breiten Wirtschaftswachstum und vermeidet Wetten auf einzelne Aktien oder auf Stilfaktoren oder Aktiengruppen wie zum Beispiel Sektoren. Und zweitens, steigt der Preis von der Aktie, steigt auch ihre Marktkapitalisierung automatisch und mit dem auch ihre Gewichtung im Index. Das heißt, im Normalfall muss gar nicht umgeschichtet werden und das reduziert Transaktionskosten. Und der dritte Vorteil, in der Marktkapitalisierung von einzelnen Aktien widerspiegelt sich die Einschätzung von allen Marktteilnehmern. Im Index ist sozusagen eine Synthese von allen Aktienanalysten gratis eingebaut. Index Investing ist über ETFs und Indexfonds sehr kosteneffizient umsetzbar. Bist du eher der Value- oder der Growth-Investor? Oder verzichtest du ganz auf Faktorwetten? Hinterlasse mir dein Feedback in den Kommentaren oder schreibe mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Und mit dem bis zum nächsten Mal.